Wir haben einen Bär gesichtet, da vorne. Da fahren wir jetzt gleich dran. Stellt sich da gerade hin, er bleibt noch am Ufer. Jetzt hat er uns gesehen. Hey Buddy. Guck mal, wie er reagiert. Bleibt komplett stehen. Das ist ein Schwarzbär. Richtig riesiger. Wie süß. Hey, alles gut, Bär. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Guck mal, Wow. Er war schon Halt mal kurz. gerade da. Er war schon kurz richtig verwirrt. Unsere bisher hautnahste Bärenbegegnung. Dieses Mal sind wir entschlossen. Wir wollen eine Drohnenaufnahme vom Bär. Wir riskieren es und legen an, um die Drohne zu starten. Wir filmen, aber uns wird schnell klar, der Bär hat uns gesehen und kommt direkt auf uns zu. Also stoßen wir ab und werden mit einem fantastischen Shot belohnt, den wir so schnell nicht mehr vergessen. Auf der Suche nach einem Schlafplatz ist es schon fast 20 Uhr. Echt jetzt? Ja, Ich dachte es wäre 19 Uhr. ja 19:30 Uhr jetzt. Boah! Dein? Ja. Da sind wir uns sicher, dass kein Bär ist, weißt du? So da ganz am Waldrand. Das würde ich nicht sagen. Ganz ehrlich, da wo wir den Bär gesehen haben, ehrlich gesagt, hätte ich ihn jetzt auch nicht unbedingt vermutet. So, nachdem wir gestern quasi ein gemachtes Nest gefunden haben, machen wir heute unser eigenes Nest. Und zwar sind wir hier auf einer kleinen Insel. Die zeigen wir euch mal jetzt gleich. Wir haben aber hier unten eine Fläche entdeckt, die David und Lukas gerade bearbeiten. Hier kannst du noch ein bisschen Flachfläche sammeln. Ja. Tag 5 und es spielt sich langsam Routine ein. Wir schlafen bevorzugt auf Inseln, denn hier ist das Gelände offen und wir fühlen uns etwas sicherer. Selbst wenn wir wissen, dass der Bär ein verdammt guter Schwimmer ist. Unsere Abendroutine: Feuerholz sammeln, Lagerfeuer entfachen und essen. Schutz, Wärme und Nahrung sind in unserem Alltag zu Hause selbstverständlich. Hier in der Wildnis nehmen diese Dinge jedoch viel Zeit und Raum ein. Guten Morgen. Schaut euch unseren Zeltplatz an. So nah am Wasser haben wir noch nie geschlafen. So nah am Wasser waren wir noch nie gebaut. Ich habe gedacht, wir wären sogar im Wasser nachts. Aber meine Wasserflasche ist ausgelaufen. Das Wasser hat sogar ein bisschen durchgedrückt. Deine Wasserflasche? Dachte Lukas, bevor er gemerkt hat, dass es einfach seine Wasserflasche war. Die Ich wusste nicht, dass es meine Wasserflasche war. Ja. Ich habe gedacht, oh scheiße, ist der Wasserspiegel gestiegen. Und Tatsche noch außen zu meinem Zelt und so gesagt, okay, keine Wasseroberfläche. Okay, passt schon, habe ich mir umgedreht. Ja. Es ist 10 vor 11. Aber davon sprechen wir nicht. Es ist 10 vor 11. Wir haben aggressive Motivationsmusik angemacht, um schneller zu packen. Ja. Und wir sind mal wieder Early Birds. Wir sind bald, 11:15 sind wir auf dem River. Wie viele Kilometer müssen wir jetzt schaffen? Mindestens 60. Bam! Wir haben noch insgesamt 162 bis zum Ziel und wir haben 3 Tage. Ja. Tja, der zweite Teil der Reise ist angebrochen, der letzte Teil. Und wir machen uns jetzt los. Langsam, langsam.
So, heute ist ein bisschen regnerischer Tag, ein bisschen kälter, ein bisschen windiger. Wir sind hier alle eingepummelt. Und da wir heute einiges an Strecke zu machen haben, haben wir uns entschieden, nicht anzuhalten fürs Mittagessen, sondern alles auf dem Boot zu machen. Wir holen gerade das Essen raus, kochen jetzt Wasser auf und gönnen uns alle ein Fertigmeal, weil wir gemerkt haben, dass wir jetzt nur noch 3 Tage haben und ja, noch gar nicht so weit gekommen sind. Also gut, wir sind schon weit gekommen, aber müssen jetzt auch noch gut durchhauen die letzten Tage, dass wir da rechtzeitig auch in Dawson ankommen. Na, aber eigentlich angenehmes Wetter zum Paddeln, weil es nicht sehr heiß und vielleicht sieht man es da hinten so ein bisschen hier. Kommt Regen auf uns zu. Ich würde sagen, wir haben eine Stunde zum gemütlich Essen und dann wird es regnen. Mahlzeit. Sehr lange hat der Regen nicht auf sie warten lassen. Findest du deinen Regenkittel? Shit. Wie? So, wie ihr seht, wird hier gerade Kaffee vorbereitet. Und hier wird gepaddelt. David fleißig am Paddeln. Kriegt gleich noch einen Kaffee, dann geht er ab wie ein Zäpfchen. Lukas, die Rakete. Da bauen wir nochmal einen doppelten Zünder dran. Scheiße, Mann. Ja. Das ist schon echt scheiße. Was ist passiert? War abzusehen. Das, was abzusehen war, ist passiert. Wir haben den Mann verloren. Die Drohne ist Wir haben den vierten Mann verloren. Er hat so gut delivered die letzten 5 Tage. Fuck. Die geilsten Shots gemacht. Ja, ich habe sie wirklich zum Greifen nah gehabt, aber es war einfach noch zu weit weg sozusagen. Ja. Ich hätte irgendwie reingreifen können, Es aber lief alles wie im Schnürchen, der Landegang. Bis es nicht mehr am Stückchen liegt. Ja. Ich hatte kurz so den Impuls, einfach hinterher zu springen. Verbindet sich nicht mehr. ja, oh wonder. Ja, schade. Am 6. Tag endet die Ära der Luftaufnahmen abrupt. Unser treuer Begleiter sinkt in den Yukon, ein Opfer eines missglückten Landeversuchs auf dem Boot. Wir versuchen es mit Humor zu nehmen, obwohl wir wissen, dass wir einige unbezahlbare Shots verloren haben. Trotzdem, eine kurze Schweigeminute muss sein. Kurze Schweigeminute. Eine lange Zeit gibt uns der Yukon jedoch nicht zur Trauer. So, absolute Action hier. Also wenn uns das auf den Kopf fällt, sind wir am Arsch. Ne? Ja, das darf uns nicht auf den Kopf fallen. Kein Shelter, kein Schutz. Schaut euch an, wie es da runterkommt. Das kam aus dem Nichts, würde ich sagen. Also jetzt in 20 Minuten ist es aufgezogen. Wir hatten hier das Zelt aufgebaut, es ist uns weggeflogen. Schaut euch das mal an, das ist nicht safe. Was? Das ist nicht safe. Okay, wir müssen das jetzt fixen hier. Das ist nicht passieren, weil Für einen Schalter in 10 oder 20 Minuten aufgebaut, gar nicht so schlecht. Und es geht gerade los. wir hatten zu viel gutes Wetter, so, weißt du, ich war schon am Verbrennen, so, es wird mal Zeit. Wollen wir Zeit, dass es runterkommt. Ja, hier. aber mal Zeit, mal ein bisschen so eine gewisse Abkühlung kommen. Und ehrlich gesagt mussten auch unsere Shelter-Skills mal getestet werden. Aber hier, wir waren auf offener Fläche. Wir mussten ein Shelter bauen. Ja, sozusagen. ja, Es ja, war ja. hier nichts. War hier gar nicht. Und das Ungefähr so Zelt, was schon aufgebaut war, ist einfach weggeflogen. Ja. Von- Und das Stück noch hinterhergerannt, so. Weil die Heringe halten einfach nicht im Sand.
So, guten Morgen. Meine zwei Mitarbeiter, Lukas und David, haben schon Frühstück gemacht. Kaffee war ein bisschen knapp, kalkuliert. Da gibt es nochmal später im Bewertungsgespräch. Wessen Schuld ist das? Wer hat den ganzen Kaffee getrunken? Ich glaube, der David einfach zu viel mitgetrunken, würde ich mal sagen. Das Zelt steht noch, hatte ich eigentlich gesagt, dass es schon abgebaut sein soll, aber ja, ist heute auch ein bisschen kalt. Aber ich krieg sie noch am Riemen. Der Early Bird, der Lukas. Immer. Voll gekocht, Kaffee gemacht, Genau. aufgebaut, kleines Der Workout gemacht, Mitarbeiter gejoggt. des Monats. Ja. Ja. Aber der David, der hat auch seine guten Momente. Der zaubert ja auch mal einen Shelter hier einfach mal so aus der Hand. So, dann müssen wir jetzt mal weiter. Ich muss mich gerade noch mal ein bisschen entspannen. Geht so nicht. Matrosen würden ja auch nicht mit so einer Scheiße in die See stechen. Mittagessen war an Tag 7. Wir haben angelegt. Typische Szene, einfach direkt am Flussufer rangefahren. Und wir verkochen unsere letzten Lebensmittel. Alles, was noch übrig ist. Wird gezaubert. Hier wird gezaubert. Was ist Pastinaken. Pastinaken. Wir haben gedacht, das ist Süßkartoffeln. Naja. Aber ja. Aubergine. Zwiebel, Thunfisch, Klassiker. Ja, hier wird richtig aufgetischt, ne? Ihr dachtet, wir essen hier so ganz simpel, aber hier wird richtig 5 Sterne gekocht. Ja, und der Fluss ist immer breiter. Jeden Tag ist er ein Stück breiter geworden. Inzwischen ist der Yukon so ganz milchig weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Fisch hier drin lebt. In 7 Tagen habe ich es nicht einmal springen sehen oder so. Deswegen habe ich... Das ist schon krass. Ja, finde ich auch krass. Irgendwo muss es die Fische ergeben. Keine Ahnung, wo die sind. Wir haben nichts gesehen, deswegen habe ich jetzt auch nicht nach dem 3. Tag schon mit Fischen aufgegeben. Ich habe jetzt auch nicht von anderen irgendwie gehört, dass sie was gesehen haben. Genau. Ja, wir sind kurz vor dem Ende. Es fühlt sich schon so ein bisschen wie der Zieleinlauf an. Es sind noch ca. 60 Kilometer bis Dawson. Ich arbeite hier nur Teilzeit auf dem Boot. Okay. Tut mir leid. Hier hat er schon einiges zerlegt. Der gute Biber. Die Sonnenuntergänge sind hier immer irgendwie sehr magisch majestic. Es ist jetzt schon relativ spät, es sieht nicht so spät aus, aber hier ist es sehr, sehr lange hell. Wow, und hier sieht man richtig, wie der Sand geweht wird. Wir packen jetzt mal langsam zusammen und werden wahrscheinlich auch relativ früh ins Bett gehen, weil es ist durch den Wind relativ kalt. Obwohl man tagsüber fast mit einer Lage oder manchmal nur mit T-Shirt fahren kann. Abends wird es echt frisch meistens. Staubig. Staub überall. Letzter Tag, wir verlassen das letzte Camp. Alles ist staubig geworden hier, wir sind voll exponiert gewesen. Es war ein Sandsturm bis heute Nacht, der eigentlich alle unsere Sachen unter so einer Sandschicht begraben hat. Sehen alle dreckig aus. Geil. Zeig dich. Ja.
Und deswegen sind, glaube ich, alle froh, dass es der letzte Tag ist und nur noch 4 Stunden nach Dawson. Machen wir das einsteigen, rausschieben. Ja. Lass mal so rum. Warte. Warte. Hey! Das erste, der an Land geht. Yes! Da ist der erste! Yes! Nach knapp 420 Kilometern und 8 Tagen auf dem Kanu haben wir es geschafft. Wir erreichen unser Ziel, Dawson City. Die Stadt liegt nahe an der Grenze zu Alaska und ist heute nur über den Highway zu erreichen. Wir planen 3 Tage Aufenthalt hier, denn Dawson hat eine unglaubliche Geschichte. Im Jahr 1896 wurde hier Gold am Klondike River gefunden. Die Nachricht verbreitete sich wie ein Lauffeuer und löste den Klondike Goldrausch aus. Zehntausende Menschen aus aller Welt machten sich auf, um in diesem entlegenen Winkel der Erde Gold zu finden. Das heißt, sie lassen alles zurück, um hier Gold zu schürfen. Doch die wenigsten erlangen Reichtum. Viele verlieren ihr Leben, bereits während der Anreise, bei der sie extremen Bedingungen ausgesetzt sind. Dawson wird innerhalb weniger Jahre aus dem Boden gestampft. Als Zentrum des Goldrauschs beherbergt die Stadt kurzzeitig fast 20.000 Menschen. Als wir durch Dawson laufen, sehen wir an jeder Ecke Erinnerungen an diese Zeit. Auch heute noch gibt es Goldvorkommen in der Region. Also machen wir 3 uns auf, um zu sehen, ob noch etwas Gold übrig geblieben ist. Jetzt gehen wir auf die Gold Mining Tour. Schauen wir, was wir hier für Nuggets rausziehen können. Vielleicht bleiben wir auch hier. So what you want to do is build a mine shaft, because the shaft is going to give you access to a layer of gravel that we call bedrock. Probably there's some gold in here. Let's search for some gold. Agitate as much as I can, right? So I don't wanna be gentle. There's no reason to be gentle. You wanna be the opposite of gentle. I don't know where my gold is. It will be here, 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 or nowhere. I don't know what it is. But if I actually put a bit more water and shake, so shake is left and right quickly, and also tilt the pan, I create that effect where not only I bring the gold to the groove, but I bring also rocks to the edge of the pan. Because these tiny flakes, as counterintuitive as it is, are way heavier than this. 19 times. Now you get it. 19 So now we're times. ready to have fun. Alter, ist das Wasser kalt. Alter, krass, kommt echt gut raus, die Erde. Da, zeig dich, Gold. Das erste Gold aus dem Yukon. Ich weiß nicht, ob man es sieht auf der Kamera. Aber hier sind ein paar Goldflakes. Also ich glaube, ich bleibe hier. Ich komme nicht mehr zurück. Ich verdiene jetzt das große Gold. Und dann noch eine ganze Menge Dreck. Vielleicht ist auch noch ganz viele Goldnuggets hier am Wasser verschwunden. Es ist ziemlich mühsam.
Mein Kreuz tut jetzt schon weh nach nur einmal. Bei dir, David? Ich hab's ja vorhin gesehen, jetzt sind sie wieder weg. Oh ja. Jupp. Ui. 3, nice. Probably I lost them on the way. Same. Geil. We have 2 before, right? Happy mit deinem Outcome? Ja, auf jeden Fall. Wir alle finden tatsächlich ein paar Goldflakes, die wir nach Hause mitnehmen können. Nach der Leere des Flusses wirkt Dawson laut. Die Zivilisation holt uns schnell wieder ein. Rausch, Gold, Glücksspiel und Musik sind die Dinge, die Dawson ausmachen. Wir merken aber, dass diese Eindrücke die Stille der letzten 8 Tage schnell überschreiben. Irgendwo tief in uns spüren wir, der wahre Schatz dieser Reise war die Rückkehr zu einer ursprünglichen Lebensweise. Während der letzten 8 Tage haben wir mit Bären und anderen Tieren koexistiert, haben jeden Abend Feuer gemacht und Waldbeeren gesammelt. Wir haben uns langsam durch unsere eigene Muskelkraft fortbewegt und waren durchgehend den Elementen ausgesetzt. Der Yukon hat uns für eine kurze Zeit die Illusion genommen, dass wir unabhängig von der Natur existieren. Am Feuer unter freiem Himmel kehrt eine uralte Wahrheit zurück, die in unserem modernen Leben so leicht vergessen wird. Auch wir, genau wie der Bär oder der Adler, sind einfach nur ein Teil dieses Ganzen, nicht mehr und nicht weniger.